ja, eine Kreide. Das kennt ihr schon. Damit kann man immer wunderbar einfach anfangen, damit man überhaupt mal so einen Weg auf die Fläche findet. Und ja, ich habe so eine Idee im Kopf. Heute mal. Noch keinen genauen Plan, aber zumindest eine Idee. Ich will Blüten auf jeden Fall das Thema nochmal aufnehmen und eben auch das Fließen lassen, das Loslassen. Und da hilft mir eben das Wasser natürlich auch bei. Hier habe ich meine Spachtelmasse, die lege ich lieber zur Seite. Ja, und hierbei passiert ja schon so viel. Also sich das einfach anzugucken oder einfach mal mit den Fingern nachmalen, das hilft mir jetzt einfach auch anzukommen. Das schöne Zauberwerkzeug hier nehmen wir heute auch wieder. Und ja, es wird bestimmt auch interessant, daran denke ich nämlich die ganze Zeit, an die Teilnehmer von gegenständlich zur abstrakten Malerei. Ja, jetzt habe ich hier noch so ein schönes Gold und das kann ich hier auch so rüberschmeißen, weil da ist die Farbe noch so nass oder ist das Wasser noch so sehr. Auf jeden Fall Spaß haben, nicht nachdenken, Kopf auslassen, gleich wieder zuschrauben. Ja, das ist ein tolles, knalliges Gold. Metallic, das ist eine Metallic-Farbe. Aber auch die vermischen wir hier wieder. Jetzt gucken wir mal, wie die Farben sich miteinander vermischen. Und gleichzeitig habe ich hier diesen leichten Goldeffekt, also diesen metallischen Effekt. Das ist mir ein bisschen zu kräftig, es kann ein bisschen heller werden. Habe ich hier noch so ein schönes, kräftiges Rot. Das kann ich hier nochmal dazu mischen. Und auch immer schön den Schwung mitnehmen. Ja, am besten man macht sich schöne Musik an und schwingt die Hüften. Macht dich locker einfach immer wieder, wenn es geht. Also das ist immer schön. Dafür kann man die Malerei auch gut nutzen, so in so eine Bewegung zu kommen. Und einfach mal gucken, was so passiert. Nicht zu viel nachdenken. Außer jetzt halt auch mal das Werkzeug zwischendurch sauber machen. Ja, jetzt will ich eigentlich in die Blau-Richtung und mal jetzt vorsichtig mal hier mit dem Weiß und gucke, ob ich dann das Blau dazugeben kann. Ja, das ist immer ein spannender Moment. Das kennt ihr alle aus dem, ja auch schon aus dem Grundkurs. Werkzeug trotzdem noch mal kurz sauber machen und ja mal gucken, ob es funktioniert. Ja, wunderbar. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, aber es ist halt immer das Risiko. Sehr schön. Doch, das geht ja sehr gut. Hier mit den Blüten.
Gefällt mir gut, aber ich möchte heute noch mal weitergehen. Die Farbe ist halt noch nass, es ist immer noch alles nass und trotzdem will ich jetzt Blattformen da drauf setzen oder alles, was so entsteht. Also es darf aussehen wie eine Blüte, aber es ist halt nicht so einfach mit dem großen Palettenmesser jetzt hier. Die Masse habe ich mir hier auch wieder selber hergestellt. Das geht ja sehr, sehr einfach. Und ja, die ist ganz praktisch jetzt, weil die nicht reißen wird. Denn das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Manchmal finde ich es ja immer ganz schön, aber hier wäre es jetzt nicht gut, wenn die Masse reißt. Ja, mit der Hand, mit der Seite geht das gar nicht gut. Da drehe ich mir jetzt nochmal die Leinwand. Das ist ja immer so das Praktische, wenn man ein kleineres Format hat. Hier ist noch alles nass. Kann man natürlich zwischendurch auch mal den Tisch abwischen. Und ja, dann kann ich so eben auch wieder anders spachteln. Ich nehme die hier nochmal weg und spachtel sie mir dann nochmal neu rein, beziehungsweise auch raus. Also ich nehme ja auch wieder die Masse weg. Mehr braucht da gar nicht rauf. Nee, ich lasse das so.
Ja, ist jetzt sehr gegenständlich und trotzdem ein bisschen abstrakt und das gefällt mir auch immer mal ganz gut, so eine Mischung zu haben und dann auch noch mal anders die Strukturmasse einsetzen. Das finde ich auch immer wieder spannend und denke, das ist auch für euch ganz interessant, was man alles immer so machen kann. Also einfach neue Ideen entwickeln, gucken, gefällt mir das, nehme ich es nächstes Mal wieder anders auf. Also das sind immer so Momente und Impulse, die so auftauchen. Das ist immer schön, wenn man sich die Zeit nimmt, das umzusetzen. Und ja, das mag ich auch total gerne und auch mit dem Gold da drin und diese Leichtigkeit einfach. Und ja, die sehe ich gerne. Die Leichtigkeit, das Licht, das ist immer so ein Thema auch von mir. Und ja, heute musste ich die Markise wieder runterziehen, weil man doch sonst nicht leider so die Farben erkennt. Ein schönes Licht auf jeden Fall, auch ein schönes Lichtspiel, finde ich immer. Also schnapp dir deine Leinwand, deine Staffelei, was auch immer deine Farben und mach jetzt einfach. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Tschüss! Ja, mit der Strukturmasse kannst du eben auch wunderbar modellieren und kannst dir da so Blüten hinmodellieren. Du kannst auch einfach das mal mit einem Löffel ausprobieren, mit einem kleinen Teelöffel und guck mal, wie das so funktioniert. Das also nochmal als Tipp hinten dran. Ja, und jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. Das motiviert mich auch immer wieder hier. Ich lese die immer und freue mich. Lese gerne die Namen und dann fällt mir auch auf, ach Mensch, ja, stimmt, die ist ja gar nicht dabei, ist gerade im Krankenhaus oder im Urlaub oder wo auch immer. Also ganz viele Grüße hier an euch da draußen. Ja, das Video selber hatte ich schon im Sommer gemacht, also beziehungsweise das Bild habe ich schon im Sommer gemalt. Und jetzt ist es eigentlich eine schöne Erinnerung auch an den Sommer und wir können so ein bisschen das Licht und die Blumen wieder in diese Jahreszeit holen. Aber das finde ich total schön. Freuen wir uns auf den Frühling und feiern hier gemeinsam die Kunst. Also danke für dein Sein hier, danke für deinen Kommentar. Vielen, vielen Dank und danke für dein Like natürlich und für dein Abo. Also schön, dass ihr alle da seid. Wenn du noch Fragen hast, schau mal unter das Video in die Kommentare, da pinne ich auch immer noch mal einen Link für dich hin. Also, hab einen schönen Sonntag. Tschüss!